Herzlich willkommen zu meinem Let's Play Herrscher des Olymps Zeus mit dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon. Ich bin euer Dominus und wir spielen das 6. und auch letzte Abenteuer aus dem Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon mit dem Titel Zusammenprall der Welten. In einer Welt von Unterdrückung, gebeutelt und zerrissen, muss sich ein starker Anführer erheben, um das Joch der Sklaverei abzuschütteln. Dieses Abenteuer besteht aus 6 Heimatstadt-Episoden und 2 Kolonie-Episoden und ist eine ziemliche Herausforderung. Ja, zum Schluss dieses Add-on werden wir nochmal richtig gefordert. Ja, und dann schauen wir mal direkt, was uns in der ersten Episode erwartet. Nur die Atlantiden konnten so grausam sein. Ihre brutale Armee stürmte von Knossos, ihrem Stützpunkt auf Kreta, in unsere Stadt und begann ihr Werk der Zerstörung. Bei den Tumulten wurden Familien auseinandergerissen, Mütter von Vätern, Brüder von Brüdern, Schwestern von Schwestern. Als die Armee der Atlantiden fertig war, gab es so gut wie keine Überlebenden. Als unsere griechischen Ahnen den Atlantiden erstmals begegneten, waren die ein schwächlicher kleiner Haufen, der immerzu von Frieden und Wissenschaft schwadronierte. Aber vor einigen Jahrzehnten wurde alles anders. Mit Hilfe ihrer Wissenschaft entwickelten sie neue Waffen, was an sich nichts Ehrenrühriges wäre. Doch sie setzten diese Waffen ein, um ihre Nachbarn zu unterwerfen. Nach und nach eroberten sie die meisten Länder rund um das Mittelmeer und erbauten Festungen in Syrakus, Knossos und Karthago. Sie haben sogar eine Zwingburg bei Lixus errichtet, die als Barriere dient und verhindern soll, dass Schiffe ohne Genehmigung ins Mittelmeer einlaufen oder es verlassen. Und nach einigen absurden Forderungen besaßen sie die Stirn, in Griechenland einzumarschieren. Ein Affront, der nicht ungesühnt bleiben kann. Mit ihren modernen Waffen und ihrer zahlenmäßigen Überlegenheit haben sie bereits viele unserer Städte erobert. Doch wir sind Griechen und stärker als sie. Als erstes müssen wir eine mächtige Stadt in Mykene bauen. Einem felsigen Areal, dessen Berge uns einen natürlichen Schutz vor unseren Feinden bieten. Aber die Berge werden wahrscheinlich nicht ausreichen. Wir sollten außerdem große Befestigungsanlagen errichten, um uns vor dem Abschaum aus Atlantis zu schützen. Damit können wir dem Ansturm der Atlantiden widerstehen, bis wir zum Gegenschlag bereit sind. Der Titel dieser ersten Episode lautet Stützpunkt der Rebellen. Wenn ihr euch an das Abenteuer Die Wiedergeburt von Atlantis erinnert, werden wir hier nun den Gegenpart spielen, nämlich die Griechen, die im Kampf gegen die Atlantiden aufbrechen. Ja, und wir müssen eine Stadt bei Mykene errichten und weiterentwickeln. Ja, und unser Ziel für diese erste Episode ist eine Unterstützung von 32 Hopliten oder besser. Ja, ich bin sehr gespannt, was uns hier erwartet, und wir schauen uns direkt die Karte an, wo wir Mykene gründen werden. Ja, obligatorisch gehen wir auch hier in den Pausenmodus und schauen uns bei der Übersicht die Minimap an. Ja, und wir sehen hier einen Fluss, der so von Osten nach Westen oder umgekehrt fließt. Das kann man natürlich hier nicht sehen. Was man sehen kann, ist, dass wir hier eine große Insel in diesem Fluss haben. Und ich glaube, ja, hier habe ich Fischgründe gesehen. Genau. Gehen wir mal weiter Richtung Osten. Haben wir auch nochmal Fischgründe. Ja, hier oben haben wir fruchtbares Gebiet auf dieser nördlichen Landmasse. Jetzt gehen wir wieder Richtung Westen. Ja, das ist sehr schmal hier, da können wir nicht sehr viel bauen. Hier schon eine etwas größere Fläche, alles sehr terrassiert. Auch hier die Flächen sind nicht so groß, wo wir maritime Gebäude errichten können. Allerdings haben wir hier eine schöne große Fläche, wo wir Landwirtschaft betreiben können. Okay, hier haben wir auch nochmal Fischgründe. Gehen wir jetzt mal Richtung Süden. Haben wir hier einen Weg, der in die Karte mündet. Oh ja, das ist hier schon etwas größer. Oh, hier sehe ich Kupfervorkommen. Das ist sehr schön. Trotzdem alles sehr terrassiert, keine großen zusammenhängenden Landmassen. Hier eine fruchtbare Fläche. Hier ist der zweite Weg, der in die Karte mündet. Nochmal fruchtbares Gebiet hier. Okay, oh ja, da haben wir Silbererzvorkommen. Hier können wir Silber schürfen, nicht schlecht. Ja, auch alles sehr terrassiert und felsig hier. Ein bisschen Wald haben wir. Oh, die Fläche ist auch nicht schlecht zum Bebauen.
Ja, dann gehen wir wieder Richtung Norden. Ja, dann sind wir ja auch schon wieder hier am Ausgangspunkt. Dann schauen wir mal, was wir so produzieren können. Also, bei der Landwirtschaft haben wir keine Farmen. Allerdings können wir bei den Plantagen Reben und Oliven anbauen. Bei Land und Meer haben wir den Fischerhafen und bei der Viehzucht können wir Wolle und Käse herstellen. Bei Gewerbe haben wir bei den Rohmaterialien die Münzerei und die Gießerei. Ja, und bei den Werkstätten haben wir das Bildhaueratelier, Olivenpresse und Kälterei. Hier haben wir alle Bauoptionen, wir haben auch die ersten Handelspartner, hier haben wir auch alles, was wir brauchen, hier auch. Ja, wir sind ja wieder in den Bauoptionen von Zeus. Wir haben wieder hier unsere kulturellen Gebäude, Podium, Gymnasion, Theater und Stadion. Ja, und wir können bei der Mythologie sogar schon die ersten Heiligtümer bauen, nämlich die Laube der Athene und die Schmiede des Hephaistos. Ja, und wir schauen mal direkt, welche Götter uns noch hold sind und welche feindselig uns gegenüber eingestellt sind. Wir können Zeus, Hermes, Athene, Hephaistos, Dionysos und Hades verehren. Die feindlichen Götter sind Poseidon, Apoll, Ares, Aphrodite, Hera und Atlas. Ja, wieder mal Poseidon als feindlichen Gott, das ist echt anstrengend, aber dafür haben wir Zeus, den wir verehren können und vielleicht können wir ihm ja auch ein Heiligtum bauen. Das wäre nicht schlecht. Beim Militär können wir unsere Stadt komplett befestigen und bei den Militärwerkstätten haben wir die Waffenschmiede. Bei der Ästhetik können wir Gott sei Dank Prachtstraßen und Alleen bauen. Ja, und wir haben jede Menge Verschönerungsmöglichkeiten bei den Erholungsgebieten. Ja, dann schauen wir mal auf die Weltkarte. Mykene ist hier mitten in Griechenland und ihr seht, wir haben einen vergrößerten Kartenausschnitt, weil wir hier jetzt auch viele Städte des Mittelmeers haben, die mit den Atlantiden ja verbündet sind. So zum Beispiel Karthager als unser Rivale, braucht Bronze und Rüstungen, produziert Fisch und Wolle. Syrakus als unser Rivale, da können wir nichts sagen, womit eventuell gehandelt werden kann. Das gleiche gilt für Atlantis als entfernter Ort. Knossos als unser Rivale, wir haben im Intro gehört, das ist ja der Stützpunkt der Atlantiden im Mittelmeer, braucht Marmor, produziert Fisch und Käse. Dann sind wir hier in Ägypten. Der Rivale Memphis braucht Trauben, Wolle und Rüstung. Saqqara als unser Rivale braucht Trauben und Olivenöl, produziert Marmor. Theben als unser Rivale braucht Skulpturen, produziert Weizen und Olivenöl. Dann sind wir in der Levante. Hier haben wir den Rivalen Tyre. Braucht Skulpturen und Wein und produziert Fleisch und Holz. Sidon als unser Rivale braucht Oliven und Olivenöl und produziert Weizen und Wolle. Weitere Rivalen sind Themiskria, braucht Wolle, produziert Marmor und Wein. Kyme braucht Holz und Olivenöl, produziert Fisch und Bronze. Der Berg Pelion ist ebenfalls ein Rivale, braucht Käse und Wein. Und zu guter Letzt der Rivale Berg Aulib braucht Wein, produziert Holz. Ja, und dann kommen wir zu den zwei einzigen Verbündeten, die wir haben. Sparta kauft Bronze und Oliven, verkauft Fleisch und Holz. Und Athen kauft Rüstung und Skulpturen, verkauft Marmor und Oliven. Ja, das sind ganz schön schwierige Verhältnisse hier. Zwei Verbündete, allerdings können wir Bronze, Rüstungen und Skulpturen verkaufen, das ist nicht schlecht. Und wir können auch ein Heiligtum bauen. Wir können ja Marmor und auch Holz einkaufen. Gut, was ist es nun der Plan? Das Wichtigste ist, einen Ort zu finden, wo wir ein großes Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufbauen können. Da habe ich mich hier im Westen für dieses große Plateau entschieden. Hier haben wir den Zugang zu dem Fluss. Genau gegenüber werden wir hier ein Wohngebiet der Arbeiter aufbauen. Wir können hier produzieren. Fisch können wir hier produzieren. Wir können hier das fruchtbare Gebiet nutzen. Ja, und dann werden wir hier nämlich ein Versorgungszentrum aufbauen, wo beide Wohngebiete sich versorgen können.
Ja, hier auf dem Plateau werden wir dann unsere Bronze herstellen, Skulpturen und Rüstungen, können hier unsere Handelsposten aufbauen. Ja, und ich denke mal, wir werden hier auch den Stadtpalast aufbauen und eventuell auch schon unser erstes Heiligtum. Ja, so viel zum Plan. Beginnen wir nun mit dem Aufbau unserer Stadt Mykene mit dem ersten Wohngebiet für die Arbeiter. Wir haben jetzt hier unser Wohngebiet auf dieser Fläche hier vorkonzipiert. Hier habe ich auch schon die Verbindung zu diesem Plateau hergestellt und ihr seht hier auch schon eine Verbindung zu dem nördlicheren Landteil, wo wir später unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufbauen wollen. Ja, es ist ein sehr großes Wohngebiet, was ich jetzt hier konzipiert habe. Die Agora haben wir schon errichtet. Natürlich brauchen wir wieder mal einen Architekten, einen Brunnen. Ja, hier müssen wir auch eine Sperre setzen. Dann baue ich auch schon direkt hier die Klinik. Und dann können wir nämlich jetzt im Anschluss hier die Allee bauen. Die bauen wir einmal hier so durch. So, hier kommt später das Gymnasium hin. So, und dann hier natürlich noch. Gut, so, dann parzellieren wir unser Wohngebiet. Es passt nämlich jetzt hier wunderbar. So, und hier passt es, glaube ich, auch komplett. Ach, wunderbar. Hier machen wir 3. Ja, und hier müsste es jetzt bis dahin passen. Nee, nicht ganz. Da sind diese Steine. Ja, so passt es dann. Gut, das sparen wir uns noch auf. Hier kommt später unser Theater hin. Passt das denn überhaupt? So passt es. So passt es nicht. Ja, man kann es natürlich auch so bauen. Dann nehmen wir hier das hier weg. Weil dann könnte man die Allee so bauen. Ja, das passt doch wunderbar. Gut. Wir können den Pausenmodus ja jetzt aufheben. Natürlich gehen wir hier bei Gewerbe und stellen die Priorität wieder bei Gesundheit und Sicherheit auf Hoch. Gut, und dann warten wir auf unsere Mitarbeiter, die jetzt benötigt werden. Ja, weit haben sie es nicht, da sind sie schon. Wir werden dann direkt mit der Nahrungsmittelproduktion beginnen. Wir können schon mal hier die Verbindung schaffen. Ach komm, machen wir es hier doppelt. Ja, viel Geld haben wir jetzt nicht mehr. Wir werden ja gleich noch mit der Bronzeproduktion beginnen. Gießereien sind immer sehr teuer. Wir fragen mal hier Sparta, ob sie uns Geld geben. Das tun sie. Und Athen ist angetan. Auch nochmal bitte Geld. Dankeschön. So, hier baue ich auch schon mal die Straße raus, damit wir hier keine Verbindung zu der Klinik bekommen. So, die ersten Arbeitslosen. Wir müssen ein Silo bauen. Und wir haben schon 100 Personen in unserer Stadt Mykene. Ja, das würde ich jetzt so bauen hier. Ja. Dann kann nämlich hier der Architekt hin.
Und dann bauen wir die ersten Fischerhäfen. Hier passt einer hin. Ja. Dann bauen wir das so, ne? Vielleicht passen hier ja Lagerhäuser hin. Das wäre nicht schlecht. Mal eben gucken. Ah ja, 2 Stück. Wunderbar. So, den Fischerhafen müssen wir auch anschließen. Und natürlich Sperren setzen. Ja, das gefällt mir. Ja, wir haben jede Menge Arbeitslose, aber wir haben fast kein Geld mehr. Wir warten auf das Geld von unseren Verbündeten, damit wir mit der Bronzeproduktion beginnen können. Sparta schenkt Holz. Später. Oh, wir kriegen die 1000 Drachmen. Sehr schön. Ja komm, dann bauen wir jetzt hier schon mal 2 Warenlager auf. Wir gleich was geschenkt bekommen noch. Ersten Fischerboote sind fertig. Gut, ja, dann führen wir jetzt einmal den Weg hier entlang. Und dann trifft man sich hier und dann führen wir den Weg hier so weiter. Das passt doch alles ganz gut. So, und dann können wir nämlich jetzt hier anfangen. Ja, brauchen unsere Gießereien. Würde ich sagen, bauen wir mal direkt 3 Stück. Machen hier einen Loop fertig. Ja. Architekt. So, wir nehmen 12 Holzbretter von Sparta an. Athen gewährt uns auch nochmal 2000 Drachmen. Sehr schön. So, wir brauchen ein Warenlager. Dieses Warenlager kann hier hin. So, das nimmt an Skulpturen, Rüstungen und Bronze. Und dann brauchen wir natürlich einen Architekten. Ganz wichtig, der kann hier hin. Die Sperren nicht vergessen. So, ja, jetzt brauchen wir wieder jede Menge Arbeiter. So schnell geht das. Na ja, komm, dann parzellieren wir hier eben noch diesen Bereich. Das passt auch nicht so richtig schön, ne? Naja, egal. Ach, Moment, das machen wir anders. Nicht so viel Geld verschwenden hier. Wir lassen es doch so. So, der erste Fisch ist im Warenlager. Zeit für den Lebensmittelhändler. Ja, und ich denke mal, mit einem Brunnen kommen wir nicht aus. Bei diesem großen Wohngebiet würde ich, glaube ich, einen zweiten Brunnen noch bauen. Und zwar hier. Oh, und wir kriegen von Athen Marmor. 20 Marmorplatten. Oh, das ist schön. Könnte man ja schon ein Heiligtum für bauen. Ja, und ich würde wohl die Schmiede des Hephaistos bauen. Mit unseren Rüstungswerkstätten. Wer mich verehrt, der kann auf die Vorräte der Schmiede zurückgreifen. Ja, und Hephaistos erscheint auch schon. Ja, wie gesagt, er kann natürlich alles segnen, was mit der Schmiedekunst zusammenhängt. Athene wäre natürlich auch nicht schlecht, aber da haben wir auch das Geld nicht für und auch, glaube ich, nicht die Ressourcen. Gut. Ja, wir haben die erste Bronze schon im Warenlager, dann bauen wir doch schon mal den Handelsposten von Sparta. Hier hin. Und dann können wir doch schon mal Bronze verkaufen.
Die Sperre müssen wir natürlich versetzen dafür. So, da wandern sie ein. Das ist sehr gut. Und wir haben schon 500 Personen in unserer Stadt. Das geht jetzt hier wirklich relativ schnell. Ja, ich würde sagen, wir nutzen die Chance und bauen tatsächlich schon das Heiligtum für Hephaistos. 760 Drachmen, die haben wir. Wir haben auch die 13 Marmorplatten. Das würde ich dann tatsächlich, drehen wir das noch ein bisschen. So. Und dann würde ich so bauen, kommen wir da rum. Ja, und da kommen wir rum, oder? Ja, das geht. Wunderbar, dann brauchen wir noch eine Kunsthandwerkergilde, die kann hier hin. Ja, wir sollten uns wirklich beeilen, dass wir das Heiligtum bauen. Tja, wir müssen natürlich Skulpturen herstellen. Und zwar 6 Stück. So, die erste Bronze ist verkauft worden. Ja komm, wir bauen das erste Bildhaueratelier. Dann werden wir aber keine Bronze mehr richtig verkaufen können, ne? Aber wir brauchen ja Skulpturen und ich würde jetzt tatsächlich auch schon eine Waffenschmiede bauen. Ne, das machen wir anders. Oh, Athen braucht Bronze. 6 Bronzebarren. Okay, die müssen wir jetzt ganz schnell hamstern. Ach. Ja, wenn ich das gewusst hätte, hätte ich kein Bildhaueratelier gebaut, aber egal. Oh nein! Knossos erobert Sparta. Oh, naja gut, dann können wir den hier, glaube ich, abreißen. Ah, das Geld umsonst ausgegeben. So, das Lohnniveau kann natürlich wieder auf normal. Oh nein, eine Gießerei ist eingestürzt. Ah, das ist ärgerlich, wenn so teure Gebäude einstürzen. Schnell nochmal bauen hier. Dann gucken wir mal eben. Oh. Oh, wir kriegen nochmal 20 Marmorplatten von Athen geschenkt. Dankeschön. So, wir müssen jetzt ganz schnell hier einen Architekten bauen, sonst ist hier nämlich auch schon alles im Eimer. So, Glück gehabt. Oh. So, was haben wir? Wir brauchen noch etwas an Bronze. So, wie sieht es denn hier aus? Nahrungsmittelversorgung, wir haben genug. Ja, wir müssen unheimlich viele neue Bürger hier haben. Wir bauen sofort hier das Gymnasium auf, das passt. Ja, wir haben jetzt unsere 6 Bronzebarren für Athen, können wir verschicken, wunderbar. Bronze können wir wieder nutzen und das Gewerbe für Skulpturen machen wir, nein, nicht hier, sondern hier wieder an. So, und dann bauen wir eine Waffenschmiede. Ja, und dann können wir nämlich die Waffen verkaufen. Ja, Athen schätzt uns mehr, gern geschehen. Dann bauen wir jetzt den letzten Handelsposten oder den einzigen Handelsposten, den wir noch haben, nämlich hier für Athen. Und dann können wir jetzt hier die Rüstung schon mal verkaufen. Sperre kommt hier weg. Ja, und wir sollten jetzt tatsächlich auch ein bisschen Silber produzieren. Dafür brauche ich aber den Stadtpalast. Ja, und wir haben kein Geld mehr. Naja, gucken, vielleicht gibt uns Athen noch was. Wir werden den Stadtpalast hier hinbauen. Kommen wir da rum? Ja, kommen wir. Okay.
So, ja komm, also dann machen wir hier eine Sperre noch hin und hier einen Architekten. Ne? So. Ja, wir haben hier das Silbervorkommen. Wir können natürlich hier unsere ganzen Münzereien bauen, aber wenn wir angegriffen werden, sind die schwer zu verteidigen. Ich hätte sie doch lieber hier. Der Weg ist zwar ziemlich weit, aber ich glaube, das ist besser. So. Oh wow, mittlerweile schon 1000 Personen in unserer Stadt Mykene. So, Pausenmodus mal wieder aktivieren. So, wir haben kaum Geld, aber wir wagen es jetzt mal und gehen in die Miesen. Wir hoffen, dass wir noch mal Geld bekommen. Wir bauen mal 3 Münzereien und kriegen wir noch mal Geld. Oh, Athen braucht Rüstungen. Oh, okay. Okay, dann Rüstungen müssen wir auch wieder hamstern. Brauchen noch einen Architekten. So, ich hoffe, ich kriege noch was Geld. Ja, da machen die sich jetzt auf den Weg. Es ist wirklich ziemlich weit, den die da gehen müssen, aber ist leider so. Ja, wir kriegen eine Unterstützung von Athen nochmal. Oh, Gott sei Dank. 2500 Drachmen nehmen wir an. Oh, Gott sei Dank. Das hat uns geholfen. Dann baue ich doch direkt nochmal eine Münzerei hier auf. Ach, ich brauche direkt 2. So, und noch eine Waffenschmiede. So, wie viel Marmor brauchen wir? 32 Marmorplatten, okay. Und wir haben 11. Oh, vielleicht gibt uns Athen nochmal Marmor. Ist ja angetan. Ja, würden sie machen. Warten wir noch einen Augenblick. So, 2 Rüstungen haben wir. Wie lange Zeit haben wir denn? Oh, noch 2 Monate. Oh, das wird ein bisschen knapp werden. Puh, wir kriegen nochmal 20 Marmorplatten von Athen geschenkt. Damit können wir unser Heiligtum fertigstellen, ohne dass wir Marmor einkaufen müssen. Ja, dafür kriegt ihr natürlich Rüstung. Ich hoffe, es wird noch entsprechend pünktlich da sein. Ja, 62% sind hier fertig und hier 93. Naja, vielleicht. Da kommt die dritte. Oh nein, Knossos erobert Athen. Unser letzter Verbündeter ist gefallen. Ja, und Athen fordert weiterhin seine Rüstung. Ja, die geben wir ihm jetzt noch. Müsste jetzt gleich fertig sein hier. Jawohl. Verschicken wir sofort. Ja, das ist doof. Wie sieht es jetzt aus? Arbeitsmarktmäßig. Ja, das Gewerbe für Waffen können wir erstmal stilllegen. Dann produzieren wir jetzt nur die Skulpturen. Tja, wir bauen nochmal 2 Münzereien auf. Ja gut, dass wir das schon hier begonnen haben. Oh, wie doof. Ach, Athen schätzt sie weniger. Wir haben das so schnell doch noch geschickt. Gleichgültig. Naja.
Gut, wir müssen mit der Wollproduktion auch beginnen. Da haben wir sogar noch ein paar Arbeiter für. Wir brauchen allerdings auch noch ein paar Arbeiter für unser Heiligtum später. Wir führen mal die Straße hier so entlang. Ja. Gott sei Dank haben wir die Baumaterialien für unser Heiligtum zusammen. Ja, wir müssen jetzt erstmal Geld erwirtschaften durch unsere Münzereien, sonst können wir keine Wolle produzieren hier. Ja, ein schwieriger Start. Wir sind in den Miesen. Aber ich hoffe, wir erwirtschaften jetzt mal hier ein bisschen Silber, bzw. Drachmen. Ja, ich baue noch schnell hier das Steuerbüro, damit wir so ein paar Steuern einnehmen können. Den Steuersatz setzen wir mal auf hoch, auch wenn meine Bevölkerung da jetzt etwas sauer drüber ist, aber wir brauchen tatsächlich hier Geld. Wir sind in den schwarzen Zahlen wieder, obwohl unser Steuersatz jetzt auf hoch ist, aber endlich können wir etwas Geld generieren. Geliebtes, sterbliches Wesen, wer mich verehrt, dessen Soldaten werden mit großer Stärke gesegnet. Ja gut, wir können jetzt endlich mal 2 Wollsammelstellen bauen. Ja, ich weiß. So, schafft das der Architekt? Wenn wir die Sperre hier hinsetzen. Die kann weg. Dann kann hier eine Sperre hier hin. Und dann Schafe. Die können wir hier hinsetzen. Ja, wir müssen sogar bei unseren Schafen jetzt warten. Oh nein, Knossos beginnt eine Invasion in 4 Monaten. Oh Gott. Ist das anstrengend hier. Weil wenn wir Glück haben, ist unser Heiligtum dann fertig für Hephaistos und wir können Talos rufen. Das wäre natürlich super. Ich hoffe es. So, wir können jetzt tatsächlich das Gewerbe für Bronze und für Skulpturen ausschalten. Und nachher noch ein paar Münzereien bauen. Aber wir müssen jetzt erstmal warten, bis wir hier den Kampf gegen Knossos bestreiten bzw. gewinnen können. Nur mit unseren Truppen hier. Ja, in einem Monat werden sie uns angreifen. Oh, wir schaffen das nicht mit dem Heiligtum. Wir müssen jetzt ein Safe Game machen. Und wir schauen dann erstmal, wo sie angreifen und dann laden wir das Spiel nochmal und positionieren unsere Soldaten. So, wir können uns natürlich nur noch unterwerfen oder die Stadt kämpfen, verteidigen. Wir gucken mal, wo sie angreifen. Ah, hier über diesen Weg. Okay, dann laden wir nochmal. So, und dann platzieren wir schon mal hier unsere Steinwerfer hier. Ja. Und dann rufen wir die auch schon direkt.
So, und dann geht's jetzt los. Wollen wir mal gucken, ob wir das schaffen. Oh Gott, das ist eine große Armee. Oh, ob wir das schaffen, da bin ich ja mal gespannt. Ja, da wird schon geworfen. Und da kommt auch die letzte Ladung Marmor. Kommt hier mal hier rüber. So, die Streitwagenkämpfe haben wir schon ausgeschaltet. Super. So, komm. Heiligtum fertigstellen. Gott sei Dank. Und wir beten auch direkt zu ihm. Ich werde Talos herbeirufen, um ihnen in ihrer Not beizustehen. Wunderbar. Und da ist auch Talos. Macht sich schon auf den Weg. So, kommt, ihr müsst mal ein bisschen weiter hier rüber. So, Talos hilft mit. Ein Fischerhafen ist eingestürzt, ist aber jetzt erstmal egal. So, Talos, komm. Zerstör die Armee. Aber so wie es aussieht, sind sie auf der Flucht. Boah, Gott sei Dank. Wir haben den Angriff geschafft, aber auch nur dank Talos. So, ja, ihr könnt alle zurück. Puh, das war anstrengend. Jetzt solltet ihr definitiv diesen Spielstand auch wieder speichern. Ja, dieser Fischerhafen ist leider kaputt. Den werden wir jetzt mal ersetzen. So, wir haben auch schon Wolle im Warenlager. Dann können wir jetzt hier den Wollhändler auch schon etablieren. Ach, das ist ja schön. Ja, und wir sollten tatsächlich auch ein paar Türme bauen. So, dieses Warenlager hier nimmt jetzt die Wolle an. Dieses Warenlager nimmt das Olivenöl an für später. Ja, und wie gesagt, wir sollten auch ein paar Türme bauen. Ja, den Handelsposten von Athen können wir getrost abreißen. So, und dann bauen wir nochmal eine Münzerei. So, und dann würde ich Folgendes machen. Den Weg würde ich jetzt hier runter bauen. Und ich würde jetzt hier, nein, hier, zwei Türme bauen. Einmal hier und einmal hier.
Turm, können wir uns das leisten? Ja, die 2 können wir uns leisten, ne? Sperre nicht vergessen hier, sonst läuft unser Architekt. Da ist er nämlich schon, wo er gar nichts zu suchen hat. So, unser Wohngebiet entwickelt sich weiter, sehr schön. Nahrungsmittel haben wir auch. Ja, es ist ein ziemlich schwieriger Start hier. Das muss ich wirklich sagen. So, die Kunsthandwerker-Gilde können wir abreißen. Komm, dann bauen wir noch eine Münzerei. Und dann haben wir erstmal wieder jede Menge Geld ausgegeben. So, und hier müssten wir auch Türme bauen, ne? Passt hier ein Turm hin? Ja. Das ist schon mal gut. Komm, die Türme besetzen wir jetzt mal, damit hier das ein bisschen mal runtergeht mit den Arbeitslosen. Ja, immer sehr hart am Limit hier, was unsere Stadtkasse betrifft. So, ich wollte gucken, ob wir hier noch einen Turm bauen können. Sehr schön. Ja, und dann würde ich tatsächlich hier den dritten bauen. Denn wenn uns Knossos hier angreift, dann müssen wir hier wirklich eine gute Verteidigung haben. Naja, vielleicht... Genau. Das habe ich befürchtet. Knossos beginnt eine weitere Invasion in 6 Monaten. Ja, komm. Wir müssen hier einen Turm bauen, definitiv. Aber wir haben Talos und wir haben jetzt jede Menge Bürger, die allerdings auch eine Arbeit wollen. Tja, Nahrungsmittel brauchen wir eigentlich jetzt nicht zu produzieren. Ja, wir könnten aber trotzdem nachher, wenn wir ein bisschen Geld haben, schon mal die ersten Ziegenherden aufbauen. Das würde ich hier machen. Dann könnten wir schon mal den Weg so bauen. Hier so raus. Oh, guck mal, das passt doch super, oder? Ja. Und dann könnte man hier schon mal... Geliebtes, sterbliches Wesen, wer mich verehrt, dessen Soldaten werden mit großer Stärke gesegnet. Hier 2... Käsereien aufbauen mit einem Architekten natürlich. Den sollten wir nicht vergessen. Sperre. Und dann brauchen wir natürlich unsere Ziegen. Naja, ganz so schlecht ist es ja nicht hier. Mit unseren ganzen Münzereien. Ja, und wir müssen ja noch ein Wohngebiet der gehobenen Wohnung aufbauen. Also wenn wir jetzt den Kampf gleich hier bestreiten und gewinnen, werden wir mal anfangen, unser Wohngebiet der gehobenen Wohnungen aufzubauen. Wir brauchen natürlich auch dafür Olivenöl, das werden wir als nächstes produzieren. Unser Ansehen ist eingebrochen. Warum ist unser Ansehen eingebrochen? Oh, der Steuersatz ist auf hoch. Den setzen wir mal direkt wieder auf normal. So, es ist wieder soweit. In einem Monat wird Knossos uns angreifen. Wieder Zeit für ein Safe Game. Ja, und dann schauen wir mal, wo sie angreifen. Und dann platzieren wir schon mal unsere Soldaten und hoffen, dass wir diesen Kampf bestreiten.
So, natürlich können wir wieder nur entweder uns unterwerfen oder die Stadt kämpfen, verteidigen. Wir schauen mal, wo sie angreifen. Ja, das habe ich befürchtet. Oh Gott. Ein Fischerhafen stürzt wieder ein. Das ist nicht so schlimm. Okay. Laden. Dann unsere Armee. Kommt hier noch mit hin. Einmal entsprechend aktivieren. Hier platzieren. Irgendwie. Rufen. Ja. Und natürlich nach Talos fragen. Ich werde Talos herbeirufen, um ihnen in ihrer Not beizustehen. Gott sei Dank. So, da ist auch schon Talos auf dem Weg. Ja, viel Aktionsraum haben wir hier nicht. Da können wir jetzt tatsächlich nur hoffen, dass Talos jetzt auch gleich sich hier auf den Weg macht. Statt kämpfen, verteidigen. Ja, viel sehen können wir jetzt hier nicht, aber wir haben 3 Türme hier. Das ist gar nicht so schlecht. Ja, der Fischerhafen stürzt ein. Ja, und da am Kartenrand erscheint Talos. Ja, wir erkennen nicht viel. Wir können es nur erahnen. So, da ist Talos. Komm, mach sie nieder. Oh, unsere Agora ist zerstört worden. Ja, ich hoffe mal, dass das hier funktioniert. Aber ich glaube, das sieht ganz gut aus. Ja, Talos macht sich schon auf den Weg wieder zurück. Und wir haben die Invasionsstreitkräfte vernichtet. Wunderbar. So, jetzt ganz schnell hier. Pause und die Agora wieder aufbauen. Natürlich richtig rum, bitte. Ihr könnt zurück. Das habt ihr sehr gut gemacht. Ach, wir bauen diesen Fischerhafen wieder auf hier. So, und hier müssen wir natürlich auch eine Sperre bauen. Jetzt sollten wir auch wirklich mal anfangen. Und zwar werden wir jetzt entsprechend hier mal Olivenöl produzieren für später. Da bauen wir 2 Landarbeiterlager und wir bauen Reben an. Und natürlich Oliven. So, Wolle, ja, reicht das? So, wir können auf jeden Fall schon mal ein paar Waffen produzieren, indem wir hier das Rüstungsgewerbe wieder aktivieren. Ein bisschen Bronze haben wir ja hier. Und Hephaistos kann uns ja auch entsprechend dann noch hier unsere Waffenschmieden segnen. Oh, der erste Käse wird zum Silo gebracht, das ist auch gut so, da ist nämlich nichts mehr drin. So, und wir müssen unsere Stadt weiterentwickeln. Und zwar brauchen wir jetzt natürlich den Philosophen. Das Podium dafür kann hier hin. Ach, wir hätten es doch so bauen können, ne? Dann hätten wir noch eine Parzelle ausweisen können. Ja, das tun wir auch. Es ist zwar doof, dass wir die jetzt hier abreißen müssen, aber müssen hier mit jedem Platz natürlich auskommen. Dann passt das nämlich so viel besser. Und hier kann eine Bank hin.
Gut. So, wir können natürlich jetzt unsere Türme auch wieder unbemannt lassen. So, und wir brauchen natürlich eine Philosophenschule. Das bauen wir hier hin. Geliebtes, sterbliches Wesen, wer mich verehrt, dessen Soldaten werden mit großer Stärke gesegnet. Und den Architekten. Gut. Oh, das Volk hält mich für den besten Herrscher aller Zeiten. So schnell ändern sich die Zeiten, wenn man die Steuern wieder auf normal setzt. Ja, das Wohngebiet der gehobenen Wohnungen werden wir ja hier aufbauen. Und dann werden wir schon mal hier den Zugang entsprechend herstellen. Und dann können wir das so bauen. Wir müssen ja gleich auch entsprechend, ja, ich glaube, ich würde hier jetzt noch einen Fischerhafen bauen. So, dann gehen wir hier so raus. Und hier müssen wir auch gucken, dass wir eine Verbindung bauen. So, ja, dieser Stein ist natürlich auch total doof. Oh nein, nicht nochmal. Knossos beginnt eine Invasion in 9 Monaten. Okay. So, dann bauen wir den Architekten hier auf. Dann bauen wir hier einen Loop. Und dann können wir hier Warenlager bauen. So, und dann würde ich jetzt schon mal ja, wie bauen wir die jetzt? Ich möchte das ja eigentlich noch für Fischerhäfen nutzen. Das ist irgendwie doof, oder? Ne, wir machen das anders. Ich denke mal, wir können auch noch genug Käse herstellen. Wir werden hier Olivenpressen bauen. Hier können wir 2 Stück bauen. Das ist gut. Und wir bauen 2 Kältereien auf. Ja, wie bauen wir das? Ich möchte das ja eigentlich noch nutzen irgendwie, ne? Dann würde ich jetzt hier 2 Kältereien bauen. So. Es war eine blöde Sackgasse, aber egal. So, und dann passt doch hier noch ein Fischerhafen hin, oder? Jawohl. So, dieses Warenlager hier nimmt die Wolle an, ja. Das verklickt Wolle annehmen, okay. Hier wird Olivenöl und Wein angenommen. Da können wir beides jetzt annehmen. Okay, dann hätten wir Wein, Olivenöl, Wolle hätten wir hier. Ich glaube, dann würde ich aber noch eine Wollsammelstelle hier bauen. Oder so. Können wir auch so bauen. Mal ein paar Schafe. Ja, das Geld haben wir. In 6 Monaten wird Knossos uns angreifen. Ja, und Olivenöl wird ja schon hergestellt. Das ist gut. Ja, jede Menge Arbeitsloser. Wir könnten unsere Türme wieder besetzen. Ja, komm, dann bauen wir aber hier auch noch einen 3. Turm, oder?
Ich würde den, glaube ich, richtig hier hinsetzen. Ja, ich denke, wenn wir diesen Kampf wieder erfolgreich bestreiten, haben wir jetzt Olivenöl, Wolle und dann hoffentlich auch genug Nahrung. Und dann können wir anfangen, das Wohngebiet tatsächlich jetzt mal für die gehobenen Wohnungen aufzubauen. Ja, und nach mit den gehobenen Wohnungen entsprechend ausstatten. So, in einem Monat ist es wieder soweit. Wieder das gleiche Prozedere. Wir speichern wieder unser Safe Game für den Kampf. Gucken, wo sie angreifen, neu laden und Militär positionieren. So, dann schauen wir mal, wo sie angreifen. Ja, wieder hier, wo sie das erste Mal angegriffen haben. Okay. Wir laden mal wieder. Ja, wir positionieren jetzt erstmal unsere Soldaten. Hier sind noch 2. Oder sind hier noch mehrere? Mal gucken. Da ist auch noch jemand. Da auch noch. Da auch noch. Oh, wie viel haben wir denn hier noch? Okay. So, ihr kommt schon mal alle hier hin. Achso, Pausenmodus aufheben. So, dann kommt ihr schon mal hier hin. So, und ihr natürlich auch noch. So. So, und hier ist noch ein Aufgang. Und da würde ich jetzt nämlich noch Folgendes machen. Den Aufgang, den sperren wir jetzt mal zu. Setzen da noch einen Turm hin. So. Und dann müssten sie eigentlich hier hochkommen. Und dann würde ich jetzt unsere Steinwerfer hier positionieren. Genau hier. So. Ja. Okay. Wir fragen Hephaistos, hilfst du uns? Nein, das darf nicht wahr sein. Oh, Hephaistos hilft uns nicht. Kein Talos. So, wir rufen schon mal unsere Soldaten. Ja. Du kommst mal hier hoch. Und du auch hier hin. So. So, wir kämpfen und hoffen, dass wir gewinnen. Ja, es stürzt ein Fischerhafen immer ein, wenn wir hier kämpfen. Oh Gott, ihr müsst hier hoch. Na, von hier oben haben wir, glaube ich, eine gute Position und die Türme helfen uns jetzt hier. Ja, sehr gut.
Noch sieht es ganz gut aus hier. Die Türme schießen auch. Sie treffen auf jeden Fall hier unsere Feinde. Wow, das sieht gut aus. Wir haben es geschafft. Das war ein harter Kampf, so ganz ohne Talos. Oh, Gott sei Dank. So, ja. Ihr könnt zurück. Ihr habt einen guten Job getan. Türme brauchen wir nicht mehr zu bemannen. Ihr könnt alle zurück. Und zwar hierhin. So, und jetzt beginnen wir auch mit dem Aufbau unserer Wohngebiet für die gehobenen Wohnungen. Geld genug haben wir jetzt mittlerweile. Ja, wir haben jetzt hier schon mal das Wegesystem aufgebaut für das gehobene Wohngebiet. Wir werden natürlich jetzt erstmal unsere ganzen Kultureinrichtungen bauen. Oh nein, das kann doch nicht wahr sein. In 9 Monaten wird schon wieder Knossos uns angreifen. Oh, ich glaube das nicht. Okay, aber es nützt ja alles nichts. Wir müssen jetzt hier weitermachen. Wir brauchen unsere Kulturgebäude. Hier können wir ein bisschen Allee bauen. Wir müssen mal in den Pausenmodus gehen. So, hier passt ein Podium hin. Genau hier rein. Das ist doch schon mal gut. Dann können wir hier ein Stück Allee bauen. Nämlich so. Und dann bauen wir das so. Bis hierhin. Weil hier kommt natürlich dann Prachtstraße hin. Nämlich so. Ja, das passt. Dann bauen wir ein Gymnasium, das passt hier hin. Und das Theater, das passt hier hin. Ja. Die Schauspielschule bauen wir hier hin. So, und wir brauchen ein Warenlager. Das kommt hier hin. Und dieses Warenlager wird die Rüstung holen. So, wir haben noch ein bisschen Geld. Dann können wir hier ein Stückchen Prachtstraße bauen. So bis hier. Und hier können wir bis hier mal bauen. Und hier bauen wir ein Stück Allee. Oh, okay. Ja, jede Menge Geld jetzt ausgeben, aber wir können jetzt hier, wir haben ja ein Bevölkerungsdenkmal, so, und hier kommt jetzt ein Denkmal hin, und das setzen wir ruhig so ein bisschen mittig, ne? So. Und dann können wir gleich hier die ersten gehobenen Wohnungen aufbauen. Wir haben Wolle, wir haben Olivenöl, allerdings ist unsere Nahrungsmittelproduktion noch ein bisschen wenig, aber egal. So, ein bisschen Geld haben wir ja. Also ich würde auf jeden Fall hier schon mal das Steuerbüro bauen. Wir könnten doch schon mal 2 gehobene Wohnungen bauen, oder? Uns fehlen Nahrungsmittel, ja, das habe ich mir fast gedacht. So, ich gucke nochmal. 32 Hopliten oder besser. Also, wenn wir unsere gehobenen Wohnungen mit einem Stadion und Wein versorgen, passen 4 Hopliten rein.
Ja, das heißt, wir brauchen 8 gehobene Wohnungen, die wir dann maximal entwickeln müssen. So, 6 Monate Zeit haben wir noch. Ja, ich hoffe mal, dass wir diesmal Talos wieder haben. So, wir haben noch ein paar Arbeitslose. Ich würde noch ein Landarbeiterlager bauen. Und noch ein paar Olivenbäume hier anbauen. Oh, die ersten Waffen sind auch schon im Warenlager. Aber wir haben einfach zu wenig Nahrungsmittel, stelle ich fest. Wir bauen noch einen Fischerhafen hier auf. So, wir haben wieder etwas Geld. Jetzt haben wir auch mal wieder Nahrungsmittel im Silo. 2 Stück können wir auch jetzt hier bauen, oder? Ah, wunderbar. So, und dann werden wir auch schon direkt den Waffenhändler hier aufbauen. So, das sieht noch nicht so gut aus hier. Schauen wir mal. Also Philosophen, das sieht nicht gut aus. Athleten haben sie, Schauspieler haben sie. Okay, dann machen wir Folgendes. Wir brauchen definitiv noch hier ein Gymnasium. Ja, und wir müssen dann tatsächlich, ich würde jetzt hier noch eine Schauspielschule bauen und hier eine Philosophenschule. So. Oder kommen hier eventuell noch gehobene Wohnungen hin? Dann würde ich den Philosophen oder die Philosophenschule hier hinbauen, ne? So. Ja. So, können wir noch gehobene Wohnungen bauen? Ja, wir benötigen Mitarbeiter, ich weiß. Hier vielleicht? Ja, haben wir schon mal 4. So, wir bauen noch eine Olivenpresse hier auf. So, damit sich das hier auch weiterentwickelt, brauchen wir jetzt hier den Ölhändler. So, Knossos beginnt wieder in einem Monat unsere Stadt anzugreifen. Ihr wisst, was wir zu tun haben. So, und dann schauen wir mal wieder, wo sie angreifen. So, wieder können wir nur uns unterwerfen oder Stadtkämpfen verteidigen. Wir schauen, wo sie angreifen wieder. Wo ist denn das jetzt? Wo sind sie denn? Ah, da. Okay. Ja, wir positionieren unsere ganzen Soldaten wieder. Sie kommen jetzt von hier. Okay, dann würde ich die mal jetzt hier positionieren. Genau. Würde die dann schon rufen und die Türme besetzen. So. Jetzt bitte, Hephaistos. Das kann doch nicht sein. Wie sollen wir das denn alles schaffen? Na gut. Schauen wir mal. So, wir kämpfen wieder. Ja, komm, den Turm reiße ich jetzt hier ab. Das bringt natürlich jetzt nicht viel. Und baue noch hier einen Turm auf.
So, da sind sie auf dem Weg. Na, sie kommen hier runter. Okay. So, da kommen sie. Ja, der erste Turm schießt schon. So, wir ziehen euch mal ein bisschen zurück hier. Ja, wir halten uns noch tapfer. Jetzt sind nur noch, ja, hier unsere Sperrwurfträger oder was es auch immer ist. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Jawohl. Wieder einmal ohne Talos haben wir die Atlantiden besiegt. Wunderbar. Ja, es ist erstaunlich, dass man nur mit seinen Fußsoldaten hier so eine große Armee natürlich besiegen kann. Mit der Unterstützung der Türme natürlich. Gut. Ihr könnt zurück. Türme werden nicht mehr besetzt. Und ihr könnt wieder zurück. Nämlich hierhin. Gut. So, jetzt sollten wir aber hier weiter entsprechend gucken, dass wir unsere gehobenen Wohnungen weiterentwickelt bekommen. Da hat sich noch nichts getan. Allerdings hatten wir ja auch keine Arbeiter hier. Das wird sich jetzt hoffentlich verbessern. Neue Bürger wandern hier ein. Das sieht gut aus. So, wir könnten doch hier schon mal ein Denkmal wieder setzen. Und zwar so. Ja. Und hier. So, Geld haben wir, wunderbar. Dann können wir die Prachtstraße verlängern bis hierhin und hier bis hier. Dann können wir die Allee bauen, hier und das Stückchen hier. So, wie sieht's aus? Nahrungsmittel ist prekär, um das mal so nett auszudrücken. Geliebtes, sterbliches Wesen, wer mich verehrt, dessen Soldaten werden mit großer Stärke gesegnet. So, dieses Warenlager wird natürlich nicht 32 Einheiten Wein annehmen, da reichen 12. Wir bauen noch eine Olivenpresse hier auf. Ja, hier passt leider keine. Ja, kann hier hin. Ups, da habe ich jetzt was weggeklickt. 2000 Einwohner schon in Mykene. So, wir haben jede Menge Arbeitslose. Ja, die Lebensmittelproduktion ist echt anstrengend hier. Wir werden jetzt nochmal eine Käserei bauen. Die kann hier hin. Ich wundere mich schon, warum hier unser Waffenhändler nicht zu seinen Waffen geht. Die Rüstungen sind noch auf Hamstern gesetzt, als wir für Athen das entsprechend zur Verfügung stellen wollten. Ich glaube es ja nicht. Okay, gut, aber jetzt bitte. So, können wir noch ein paar gehobene Wohnungen platzieren. Na, uns fehlt jetzt Öl.
So, wir können aber schon mal das Stadion bauen. Das brauchen wir noch, damit sich unsere gehobenen Wohnungen weiterentwickeln. Das würde ich hier hinbauen. Das müsste, glaube ich, noch genau hier hinpassen, wenn wir es drehen. Oh, guckt euch das an. Das passt genau. Wunderbar. Ja, das weiß ich. Ja, wir haben die Rückentwicklung, weil, was fehlt denn hier überhaupt? Olivenöl, okay. Ja, haben wir aber wieder, ne? Ja. So, und es hat auch endlich geklappt. Hier sehen wir schon, die ersten gehobenen Wohnungen sind mit Rüstung versorgt. Ja, und wir müssen natürlich jetzt auch gleich wieder das Gewerbe für Bronze anmachen, damit wir weiter Rüstung produzieren können. Aber jetzt muss ich das erstmal hier alles entsprechend normalisieren. So, komm, Weinhändler kommt hier auch direkt hin. So, da wandern sie wieder ein. Das sieht doch richtig gut aus. Arbeitsmarkt erholt sich. Wir werden jetzt das Gewerbe für Bronze wieder einschalten und das Lohnniveau mal auf hoch setzen. Jawohl. So kann es bleiben. So, Olivenöl ist jetzt ganz wichtig, dass wir da genug für die Stadt und für die gehobenen Wohnungen haben. Wir haben September. Ich glaube, wir haben zu wenig Oliven. Ich brauche noch ein Landarbeiterlager hier und noch ein paar Olivenbäume. Ja, so allmählich läuft es doch ganz gut hier, oder? So, den Weg bauen wir auch nochmal hier rum. So, da haben sich schon die gehobenen Wohnungen zu der Villa entwickelt. 4 Rüstungen, das heißt 4 Hopliten. Aber wir müssen jetzt erstmal warten, dass wir genügend Olivenöl haben, um weitere gehobene Wohnungen zu bauen. Wir brauchen 8. 5 haben wir. Ja, und schon wieder greift Knossos uns an. In 6 Monaten werden sie uns angreifen. So, etwas Olivenöl haben wir wieder im Warenlager. Bauen wir nochmal 2. Ja, komm. Dann haben wir jetzt die 8 hier. Oh, Gott sei Dank. Und wir sind beliebter als türkischer Honig. Das hört man gerne. Ja komm, dann bauen wir aber auch jetzt noch eine Waffenschmiede auf hier. Ja, und da sehe ich gerade wieder einen Priester, der sich, glaube ich, gerade eine Ziege als Opfertier geholt hat. Dann überprüfen wir mal ganz schnell unsere Herden. Ja, Schafe und Ziegen. Na. Okay, da haben wir genug. Naja, Geldsorgen haben wir jetzt nicht mehr. So, wir müssten jetzt nur noch die restlichen gehobenen Wohnungen hier entwickeln lassen. Das heißt, wir brauchen eigentlich jetzt nur noch jede Menge Rüstungen, damit wir die 32 Hopliten bekommen. Na, mittlerweile haben wir 14. So, wieder ist es soweit. In einem Monat wird Knossos uns angreifen. Wir speichern mal wieder. Ja, und dann schauen wir mal wieder, wo sie angreifen. Ja, wir brauchen Mitarbeiter. Das hängt damit zusammen, dass wir so wenig Olivenöl nur haben.
Da haben wir die Rückentwicklung, aber wir haben der Olivenöl. Der Ölhändler ist gerade auf dem Weg. So, und wir könnten tatsächlich uns entsprechend freikaufen, wenn wir wollten. Aber wir schauen mal, wo sie angreifen. Wieder an der gleichen Stelle. Ja, das haben wir eigentlich ganz gut immer hier hinbekommen. Deswegen laden wir den Spielstand. Wir positionieren unsere gesamte Armee hierhin. Ja, den Turm würde ich dann wieder bauen wollen. Ne? So, Türme besetzen, alle rufen. So, ich weiß. Würde uns jetzt mal wieder Hephaistos helfen? Ich werde Talos herbeirufen, um ihnen in ihrer Not beizustehen. Ja, das ist doch schön. So, den Turm noch verbinden. So, mal ein bisschen hier noch platzieren. Na, du kommst mal hier hoch. So, wir kämpfen. Na, ihr kommt mal ein bisschen hier rüber. So, und da ist auch schon Talos. Ja, aber schaut euch an, wie viel Fußvolk wir jetzt mittlerweile haben. Ja, was für ein Gemetzel. Keine Chance. Wunderbar. Wir haben sie wieder vernichtet. Gut, dann könnt ihr zurück. Jetzt sind wir richtig erfolgreich hier. Aber der Anfang war echt mega schwer. So, ihr könnt wieder hier hin. So, dieses Wohngebiet muss sich erstmal wieder entwickeln. Da fehlt uns das Olivenöl. Und hier müssen jetzt entsprechend genügend Rüstung zur Verfügung stellen, dass wir die 32 Hopliten haben. Und dann haben wir diese Episode. Die erste Episode des letzten Abenteuers, Zusammenprall der Welten vom Add-on Herrscher von Atlantis Poseidon, tatsächlich geschafft. So, das Lohnniveau mal schnell auf sehr hoch. Wir brauchen Olivenöl. So, mittlerweile haben alle unsere gehobenen Wohnungen Waffen und haben auch Wein bekommen, aber
Es fehlen uns noch ein paar Hopliten. 24 haben wir. Das heißt, wir brauchen noch mal 8. Ja, das heißt, wir müssen noch ein bisschen warten, aber Rüstung haben wir jetzt hier. Der Arbeitsmarkt ist auch wieder normal. Dann werden wir das Lohnniveau auch wieder auf normal stellen. Ja, und eigentlich bleibt uns jetzt eigentlich nichts anderes übrig, als zu warten, dass wirklich unsere gehobenen Wohnungen alle maximal 4 Rüstungen haben. Also hier sind 2, ja, da muss noch einiges hier verteilt werden. 4, 2, ja, das dauert noch ein bisschen. Ja, mittlerweile haben wir schon 28 Hopliten, nur noch 4. Zum Schluss baue ich dann noch hier ein Warenlager. Dieses Warenlager kann den Wein jetzt holen und hier werden wir natürlich den Wein leeren. Das ist dann jetzt nur für Olivenöl. So, ich denke mir mal, wir haben es bald geschafft. Ja, da sind sie, die 32 Hopliten. Das Ziel ist erreicht. Mykene ist ein Bollwerk. Die Atlantiden konnten unsere Stadt nicht erstürmen und haben sich vorerst zurückgezogen. Leider ist es unseren griechischen Verbündeten nicht so gut ergangen. Sparta und Athen befinden sich jetzt fest im Würgegriff von Atlantis. Wir allein haben überlebt, um den schrecklichen Atlantiden die Stirn zu bieten. Ja, das war wirklich einer der schwierigsten ersten Episoden von dem Add-on, was ich jetzt hier gespielt habe. Aber letztendlich haben wir es dann doch geschafft. Ja, und die zweite Episode trägt den Titel Die Schlacht von Knossos. Naja, da werden wir uns militärisch auch wieder behaupten müssen, wenn wir tatsächlich Knossos besiegen wollen. Ich hoffe, ihr seid mit dabei bei diesem spannenden Abenteuer. Ich freue mich auf ein Wiedersehen und Wiederhören und sage Tschüss, euer Dominus.